Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei der traditionellen Sommerpressekonferenz vor den Regierungsferien den Fragen der Hauptstadtjournalisten gestellt. Neben Fragen zur Innen- und Außenpolitik machte der Bundeskanzler in der Bundespressekonferenz klar, dass er sich von den schlechten Umfragewerten für seine Partei und für die Bundesregierung nicht unterkriegen lassen will. Scholz stellte außerdem fest, dass er sein Amt behalten will und hat seine erneute Kanzlerkandidatur angekündigt, obwohl er der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten in Deutschland ist. Und damit weiter zu Marco Reinke in die Bundespressekonferenz in Berlin. Ja, Marco, du hast diesen Auftritt von Kanzler Scholz für uns begleitet. Wie hat er sich präsentiert? Wie hat er auf dich gewirkt? Ja, er kam hier erstmal mit einem breiten Grinsen in das Haus der Bundespressekonferenz herein. Und während dann dieser Pressekonferenz, da wurden ihm auch viele teils sehr kritische Fragen gestellt, wo man aber sagen muss, da hat er am Ende sein gewohntes Programm abgespult, ist bei vielen Fragen auch doch eher ausweichend geworden und hat am Ende auch nicht immer sonderlich klar geantwortet. Also von daher eben da vieles Neues hat man hier heute bei diesem Abschluss sozusagen vor den politischen Ferien zumindest wenig erfahren. Er hat dann durchaus noch einmal einige Erfolge der Ampel hervorgehoben, hat auch noch einmal gelobt, wie gut man in vielen Punkten zusammenarbeitet, auch wenn die Entscheidungsfindung manchmal etwas schwieriger ist, wie beispielsweise beim Thema Haushalt und beim Thema Migration beispielsweise. Da hat er auch klar gesagt, dass für ihn beispielsweise beim Thema irregulärer Migration nun der so wirklich Schlendrian vorbei sein müsse. Damit sei jetzt Schluss, so hat er wörtlich gesagt. Und er hat auch angekündigt, dass man künftig deutlich mehr abschieben will. Und da können wir noch einmal reinhören, was er da genau gesagt hat. Ich habe öffentlich gesagt, wir werden Abschiebungen insbesondere von Straftätern nach Afghanistan, aber auch in andere Länder wie Syrien durchführen und bereiten vor, dass das auch tatsächlich geschieht. Sie verstehen sicherlich, dass wir über diese nicht ganz unkomplizierten Vorgänge nicht jeden Tag öffentlich reden, aber wir arbeiten ganz präzise daran, dass Sie bald auch zum Beispiel berichten können über Abschiebungen, die nach Afghanistan konkret auch durchgeführt worden sind. Und im Übrigen ist es ja in solchen Fällen wie denen, über die das Gericht jetzt geurteilt hat, auch ganz offensichtlich. Da hat sich jemand als Schleuser betätigt. Der kann hier keinen Schutz haben. Und wer als Schleuser tätig ist, kann auch nach Syrien zurück, selbstverständlich. Und innenpolitisch steht der Bundeskanzler enorm unter Druck. Hat er denn sich auch zur Zukunft der Ampel oder seiner eigenen politischen Zukunft nach der Bundestagswahl im September 2025 geäußert? Er hat sich sogar enorm optimistisch geäußert und hat ein Versprechen abgegeben. Er hat gesagt, seine SPD werde bis zur Bundestagswahl im kommenden Jahr so wörtlich die Umfragewerte gedreht haben. Wie das gelingen soll, das ist natürlich dann eine ganz andere Frage. Die SPD immerhin aktuell bei rund 15% und drehen würde dann natürlich heißen, mehr als die Union, die ja so ungefähr aktuell bei 30% steht. Wie das genau gelingen soll, er hat nur gesagt, durch Taten. Das ist natürlich auch so ein bisschen das, was wir zuletzt immer wieder von ihm gehört haben. Eine weitere Ankündigung hat er in dem Zusammenhang dann aber auch gemacht. Er hat nämlich gesagt, er werde für die Sozialdemokraten wieder antreten. Da können wir auch noch einmal hören, wie er diese Ankündigung formuliert hat. Die SPD ist eine sehr geschlossene Partei. Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen. Und ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden. Er wurde übrigens auch angesprochen auf eine Umfrage, die es ja zuletzt gegeben hat, nach der nur rund ein Drittel seiner Partei, der SPD, wirklich hinter ihm stehen würden. Und da hat er auch noch einmal klar gemacht, er kommentiere keine Umfragen, weder gute noch schlechte. Und er hat auch gesagt, dass für ihn die SPD weiter geschlossen ist. Also auch hier wieder zumindest eine etwas ausweichende Antwort. Marco, danke schön für die Aussagen. Und diese Pressekonferenz von Scholz wollen wir weiter einordnen. Bei mir im Studio der Kolumnist Hans-Ulrich Jörges. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Grüß Sie.
Also Bundeskanzler Scholz hat sich optimistisch geäußert, hat gesagt, klar, ich bin der Kanzlerkandidat. Und er hat auch darauf verwiesen, dass vor der letzten Bundestagswahl die Umfragewerte ja auch nicht so gut waren. Und dann hat er die Wahl überraschend gewonnen. Aber er hat doch gar keine andere Wahl. Nee, oder? Die CDU hat sie verloren. Das war die Wahrheit. Sonst wäre er nicht Kanzler geworden. Anderes Thema. Also ich habe mir ja diese Pressekonferenz angeschaut und mich redlich bemüht, nicht einzuschlafen dabei. Erstaunlich ist schon, wenn man die Parallelen zwischen ihm und Joe Biden betrachtet. Der eine ist Sleepy Joe und der andere ist Sleepy Olaf. Also der eine tapert über den Rasen des Weißen Hauses, der andere tapert durch seine Redemanuskripte. Und Erleuchtendes hat er nicht zu Protokoll gegeben. Und wenn er gefragt wird, wie wird es denn nun mit den USA, dann ist der Joe Biden zwar jetzt weg, aber dann hat die Kamala Harris gute Chancen, die Wahlen zu gewinnen. Und die Frage, ob es jetzt nicht mal an der Zeit wäre, Donald Trump zu sprechen oder mal zu sehen sogar, um mal zu gucken, wie der Deutschland heute sieht und was auf uns zukommen könnte, falls er Präsident wird, das schiebt er weg. Also er hat nur die Aufgabe, mit Regierungen zu reden. Das ist natürlich ein großer Unsinn. Eine vorausschauende Politik erfordert, dass er sich mit Trump in Verbindung setzt. Denn Deutschland war immer ein rotes Tuch im Trump-Lager. Bei der letzten Präsidentschaft waren jahrelang Sonderzölle auf deutsche Autos im Gespräch. Das ist immer noch nicht ganz vorbei. Aber die Amerikaner im Trump-Lager sehen die deutsche Position, was Rüstung angeht und was Klimaschutz angeht, extrem kritisch. Die werfen ja Deutschland vor, wir würden uns deindustrialisieren mit dem, was Scholz da tut. Also der wäre eigentlich verpflichtet, mal mit Trump Kontakt aufzunehmen. Und er hätte das rein menschlich schon tun müssen, als der fast einem Attentat zum Opfer gefallen wäre. Da hat er sich auch nicht gemeldet. Sehr Wurde schlecht. er explizit gefragt, ob er Ja, Trump hat er nicht. Das hat er nicht nötig. Der redet nur mit Regierungen. Schlecht. Sehr schlecht. Also könnte... Irgendwann, falls Trump die Wahl gewinnt, werden wir möglicherweise in Trumps Faust laufen, ohne zu wissen, was der über Jahre vorbereitet hat. Jetzt wollen wir noch mal insgesamt auf Olaf Scholz blicken. Also in der Vergangenheit war der Kanzler ja nicht unbedingt durch gute Kommunikation aufgefallen. Er hat häufig arrogant gewirkt, auch manchmal wirklich infantile Antworten gegeben. Wie hat er denn heute auf dich gewirkt? Er hat alles das gesagt, was er schon 100-mal gesagt hat. Er hat keine neue Botschaft. Die Aufgabe eines ordentlichen Politikers ist eigentlich immer zu überlegen, wenn er einen Auftritt hat, was sagt er, was gibt er an neuen Botschaften? Gibt er den Leuten Mut in irgendeiner bestimmten Hinsicht? Hat er was anzukündigen, was er vorhat? Wie will denn diese Ampel weitermachen? Wofür will sie denn weitermachen? Was sind ihre Ziele? Alles unbekannt geblieben. Und das ist übrigens nicht nur in der Innenpolitik so. Wir haben eben schon über Trump und Biden geredet und Harris. Wenn wir uns mal umtun, was Scholz noch für internationale Beziehungen hat, da bleibt nämlich nichts übrig. Er hat sich mit Macron überworfen in Paris. Der hat ihn kürzlich eingeladen, dort mit dem chinesischen Parteichef Xi zu reden, ein Dreiergespräch. Da ist Scholz lieber nach Litauen gefahren und auf einen Panzer geklettert. Er hat mit Meloni nichts zu tun, er hat mit dem Spanier nichts zu tun. Er hat in Europa überhaupt keine engen Partner. Er redet mit niemandem mehr. Er nimmt an internationalen Konferenzen teil. Er hat doch keine Vorschläge entwickelt, wie man den Ukraine-Krieg beenden könnte. Wie könnte ein Waffenstillstand aussehen? Nichts, nichts, nichts. Also wir erleben ihn nicht nur in der Innenpolitik so uninspiriert, er ist es überhaupt, auch international. Und so wie Sie das sehen, sehen das viele Deutsche Olaf Scholz extrem unbeliebt. Einer der unbeliebtesten Politiker, ein anderer SPD-Politiker, Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, der ist dagegen sehr, sehr populär bei den Deutschen. Und jetzt werden ja auch erste Stimmen schon laut, man müsste hier einen Switch hinlegen. Ja. Also so wie in den USA, Biden, Harris, Pistorius und Stefan Scholz. Das geht einem doch in diesen Tagen durch den Kopf. Man sieht, dass die Demokraten in den USA zu spät das Pferd gewechselt haben, möglicherweise unter höchstem Druck. Da ließ es sich nicht mehr vermeiden. Und das ist doch hier eigentlich auch so. Die SPD kann sich doch nicht nur hinsetzen und sagen, das ist der beste Kanzler aller Zeiten und wir denken gar nicht dran, den auszuwechseln. Ganz egal, was die Leute über ihn denken. Eine Partei muss eigentlich immer drüber nachdenken, in welche Situation sie sich bringen kann, um günstiger zu sein, um gewählt zu werden. Das gilt nicht nur für den Kanzler, sondern auch für die anderen Mitglieder des Kabinetts. Also meine Kabinettsumbildung zwischendurch wäre auch nicht schlecht gewesen, ist aber völlig aus der Mode gekommen. Die können alle so schlecht sein, wie sie wollen. Sie machen einfach weiter. Fängt beim Kanzler an, geht über Karl Lauterbach weiter und endet bei der Innenministerin. Alles eigentlich völlig unmögliche Figuren. Und der Einzige, Sie haben es gesagt,
Wo ich auch sagen würde, das würde mich jetzt mal interessieren, der könnte das machen, ist Pistorius. Aber der kommt nicht und falls er mal irgendwann kommt, kommt er zu spät. Klare Worte von Hans-Ulrich Jörges. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Ich danke auch.